Schau mal, Sam. Siehst du das da oben? Wo denn? Ach, da! Sag mal, was ist denn das? Ziemlich großer Vogel. Ich weiß es! Ein Flamingo. Hä? Jetzt weiß ich's. Ein Strauß. Was? Nur ein Scherz, Toni. Das ist natürlich ein Flirt. Aber warum ist er alleine? Das kann ich dir ganz genau erzählen. Dein Partner ist bestimmt noch in Afrika. Weißt du, über den Winter bleibt er lieber an warmen Orten. Kehrt in Deutschland der Frühling wieder ein, so fliegt er die weite Strecke von Afrika nach Deutschland zurück. Dann muss er ja ziemlich große Flügel haben. So ein Quatsch mit Soße. So riesig sind sie nun auch wieder nicht. Könnt ihr raten, wie groß die Flügel von einem Storch sind? A. 10 Zentimeter. B. 2 Meter. Oder C. 1 Meter. Richtig, die Antwort ist B. 2 Meter. Um weite Strecken fliegen zu können, nutzt der Storch die von der Sonne aufgewärmte Luft, also die Thermik, und schwebt über der Stadt in kreisenden Bewegungen. So ist das Fliegen für ihn fast gar nicht anstrengend. Und zack, schafft der Storch es den ganzen Weg von Afrika über Israel hoch in die Türkei bis nach Deutschland zu fliegen. Ganze 10.000 Kilometer. 10.000 Kilometer. Das ist ja ungefähr so viel, als würde man 11-mal über Deutschland fliegen. Ja, das stimmt. In Deutschland gibt es einige Orte, an denen Störche bleiben. Auch bei uns in Hessen. Mir ist aufgefallen, dass Störche ihre Häuser an den unterschiedlichsten Orten bauen. Ob im Baum oder sogar im Strommast. Manchmal sogar auf einer von Mensch gebauten Horststange. Oder auch auf Häusern. Der Storch ist anpassungsfähig. Und wenn dann die Störche in ihrem trauten Heim angekommen sind und das Nest zurechtgelegt wurde, sind sie bereit, sich zu paaren. Denn du weißt ja, der Storch bringt ja die Kinder. Toni, jetzt erzählst du Quatsch mit Soße. Das ist nur eine alte Sage. Der Storch bringt gar nicht die Kinder. Naja gut, mag sein. Aber wusstest du, dass es ein ganzes Dorf gibt, wo sich Menschen um Störche kümmern? Im Storchendorf Rüstedt leben Störche ganz nah am Menschen. Auf so einem kleinen Nest, da ist ja nicht mal ein Storch drauf. Lass dich davon nicht täuschen. Sie leben hier auf fast jedem Dach. Wow, sogar 4 auf einem Dach. Sie finden hier alles, was sie zum Leben benötigen. Weite Wiesen, Teiche, Heu und Äste und natürlich genügend Nahrung. Oh, ein richtiges Paradies. Genau, die fühlen sich hier pudelwohl. Und nach etwas Zeit legen sie die ersten Eier. Wisst ihr, wie lange Störche durchschnittlich brauchen, um ihre Eier ins Nest zu legen? A. 2 Tage. B. 10 Tage. Oder C. 34 Tage. Genau, die Antwort ist B. Knapp daneben ist auch vorbei. Die richtige Antwort ist A. In 2 Tagen legen Störche ihre Eier. Woher weißt du das alles? Das habe ich in einem schlauen Buch gelesen. Da staunst du, was? Ja, allerdings. Und schau mal, in dem Nest liegt nur ein Ei. Normalerweise legen Störche 3 bis sogar 7 Eier in ihr Nest. Aber der Storch hat, obwohl er so weit oben brütet, ein paar Feinde. Der Waschbär zum Beispiel klettert gerne mal auf ein Nest, um ein Ei zu klauen und zu schnabulieren. Und der Rotmilan fliegt von oben herab ins Nest
wenn die Störcheneltern nicht aufpassen. Die Störche untereinander suchen auch gerne mal Streit und greifen dann fremde Horste an. Die sind ja fast wie Menschen. Die ärgern sich ja auch manchmal gegenseitig. Bei einem solchen Geschehen kann durchaus mal vorkommen, dass Eier vom Nest geschubst werden. Geht aber alles gut aus, überleben die Eier und entwickeln sich. Wisst ihr, wie lange die Störche brüten, bis die Eier schlüpfen? A. Bis zu 34 Tagen. B. Bis zu 60 Tagen. Oder C. Bis zu 93 Tage. Die Antwort lautet A, bis zu 34 Tage. Also ungefähr ein ganzer Monat. In dieser Zeit wechseln sich die Störche beim Brüten ab. Sie arbeiten wie ein waschechtes Team. Damit die Küken es schön warm haben, setzt sich einer der beiden Eltern auf die Eier drauf. So haben die Küken gute Bedingungen, um zu schlüpfen. Der Partner fliegt in dieser Zeit los, um sich satt zu essen und frisches Nestmaterial mitzubringen. Und wenn er dann wiederkommt, tauschen sie den Platz? Jupp. Kommt der Storch zurück, kümmert er sich um sein Nest und tauscht dann die Plätze. So garantieren sie das Überleben der Küken. Oh, schau mal, es geht los. Die Küken sind geschlüpft, aber die haben ja schwarze Schnäbel. Keine Sorge, in 9 Wochen etwa, wenn die Küken größer geworden sind, beginnt der Schnabel sich rot zu färben. Sie werden von den Eltern abwechselnd gefüttert und warm gehalten. Das Storchenpaar gibt sein Bestes, damit ihre Jungen groß und stark werden. Denn im August müssen sie bereit sein, um zurück in den Süden zu fliegen. Störche fressen ganz viele unterschiedliche Tiere. Mit ihrem langen Schnabel futtern sie kleine Würmer, aber auch Schnecken, Mäuse und sogar Eidechsen. Wie sieht es aus mit einem knackigen Salat? Nein, Störche sind nur Fleischfresser. Guck mal, sie sind schon etwas gewachsen und bekommen ihre ersten schwarzen Federn. Und sie versuchen schon zu stehen. Da plumpst er wieder runter. Der eine klappert ja schon, wenn es Essen gibt. Und der andere watschelt sogar an den Rand, um sein Geschäft aus dem Nest rauszumachen. Ein sauberes Zuhause ist ihnen wichtig. Du könntest auch dein Zimmer mal aufräumen. Hey, das ist jetzt nicht das Thema. Wie auch immer, Küken beginnen schon mit ihren ersten Flugübungen. Das bedeutet nicht mehr lange, dann geht es los. Aber bevor das geschieht, werden die jungen Küken noch berenkt. Habe ich gehört. Dann bekommen sie schicke Ringe an ihre Füßlinge. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber solche Ringe bekommen Störche nicht. Mama hat mir erzählt, dass es einen richtigen Storchenbeauftragten gibt, der sich um die kleinen Küken kümmert. Und das schaut dann so aus.
Erst einmal bereitet er sich vor und fährt mit dem Hubwagen ans Haus. Aha. Wenn alles bereit ist, fährt er hinauf ans Nest. Da fliegen die Storcheneltern bereits weg. Die Küken liegen im Nest und bewegen sich nicht. Jetzt kann der Storchenbeauftragte die Beine der Küken strecken, um dann mit einer Zange den Ring am Bein festzumachen. Später kann man durch die Zahlen und Buchstaben auf dem Ring erkennen, woher er kommt und um welchen Storch es sich handelt. 992 Nordpol. Quasi wie ein Geheimcode. Okay, ich muss schon zugeben. Ich hätte nicht gedacht, dass du das alles weißt. Danke. Du bist aber auch ein schlauer Fuchs. Zeit wird kommen, da werden die Störchenküken zu jungen Erwachsenen. Und dann heißt es, hoch hinaus. Zurück in den Süden. Macht es gut. Wir sollten vielleicht nächsten Frühling auch wiederkommen. Vielleicht sehen wir sie wieder. Ja, an ihren Ringen erkennen wir, ob es die Küken sind von diesem Jahr. Ich hab Hunger. Schnell nach Hause.